wenn ich ein Buch schreibe. Das ist natürlich noch viel interessanter. Ne? Das waren Tuning-Tipps. 1000 Lobreden. Das ist jetzt wirklich günstig, dann kauft das keiner. Alle wollen wissen, ob es auch so ist. Ne? Ja, 1000 Verrisse. Total Spaß hier, Autos dissen. Das bringt es wird ein Bestseller. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir in Holland angekommen. Das Schuhwerk zeigt es. Es liegt ein gewisser Marihuana-Duft in der Luft und der Martin hat auch schon die ersten Teile gefunden. Hier sehen wir ein speziell niederländisches VW-Modell. Das hat sich mir noch nicht ganz erschlossen, aber man muss ja ein aufgeschlossener Kosmopolit sein. Die andere Auslage an Fahrzeugen ist aber auch außerordentlich schick. Porsche-Fan. Westender. Ich weiß es gar nicht. Ja, das ist Westender. Die gab es in Blau und in dieser Kombination. Und in Kackbraun gab es auch. Ja. Und wir hatten eigentlich ganz wilde Felgen drauf. Wir hatten Leichtmetallfelgen drauf. Wirklich? Mit so Turbinendesign. Hast du schon mal gesehen? Nee, gut, das kannst du aber heute am Computer und hier plottern lassen. In Spa war mal einer, der hat sowas gemacht. Ja? Muss ich haben. Morgen. So, hier haben wir dann schon den ersten Treffer, eine schöne Getriebeaufhängung für den Samba-Bus. Der Junge hat ganz nette alte Sachen hier in der Auslage. Hier sind VW-Bus-Sitzbänke vom T1 in der Auslage, die haben aber inzwischen Preisregionen erreicht, die man wirklich nur noch als abartig bezeichnen kann. So, hier sind wir bei Philipp. Da ist Philipp. Er hat immer sehr schöne Sachen. Das Problem ist, Philipp weiß immer genau, wie viel es kostet. Aber schöne Sachen. Er hat immer ganz viel zum Gucken. Na, ist schon ein guter. So, Philipp. Sachen für den Samba-Bus. Oh ja. So, jetzt hat er wirklich was für den Samba-Bus. Aber ist er Philipp, der will jetzt wirklich 50 Kröten. Aber das ist ein Original. Das ist ein Original, ja. Ich habe kurz was nachbauen. Ja, aber was kosten die dann? 52, oder? Und das Schöne ist, das ist ja alles nicht gestellt. Ne? Das ist jetzt wirklich so ein Zufallsfund. Ist nicht billig, aber auch nicht überteuert. Und ich brauche es tatsächlich für... Was ist es? Das ist der Verschluss vom Schiebefenster in der Fahrer- oder Beifahrertür. Und damit machst du das auf und hier ist so eine Reihe von Löchern und damit kannst du das Schiebefenster einrasten in verschiedenen Positionen. Ist wirklich sehr schwer zu finden und ist auch nur VW-Bus bis Baujahr 53. Also ist schon ein extrem altes und sehr schönes Teil. Kommt mit. Das ist jetzt wirklich günstig. Das ist ein neuer Vergaser in Bundeswehrverpackung. Das ist wirklich, wie die auch ihre Kekse verpackt haben, luftdicht eingeschweißt. Die Bundeswehr hatte ein eigenes VW-Ersatzteillager. Wie der Belgier jetzt an Bundeswehrteile kommt, das musst du mir aber noch mal erklären, mein Freund. Aber 200 € ist jetzt wirklich ein guter Preis, das nehmen wir mit. Vergaser überholen ist teurer. Das machen wir heute nicht mehr, weil Plastik ist ja nicht mehr angesagt, haben wir schon vor Jahren auf Papier umgestellt. Auf der anderen Seite sieht man, wie gut es hält, weil er das jetzt seit Jahren schon damit rumschleppt. Habe ich in England vor 5, 6 Jahren zum letzten Mal verteilt. Plastiktüten. Heute Papiertüten. Demnächst wieder in London auf der Volkswirtschaft. It's not possible anymore. Right. Yeah, you have to I have to declare every Oh, part. yeah, like in Switzerland. Yeah. No. Sorry. Sorry. Ja, For das me ist, it's game over, England. so, siehst du, Boris, das hast du jetzt davon. Ne? Philipp kommt nicht mehr zu euch, ne, weil ihr so einen Scheiß gebaut habt. Ne? Brexit. Und hier ist uns dann doch noch ein richtiger Treffer gelungen. Das ist eine Mittelsitzbank, die wir für den Samba dringend brauchen. Das ist tatsächlich speziell bis Baujahr 55. Man erkennt es unten an den 6 Haltern,
Das ist nur bis 1955 so und das ist natürlich extrem schwer zu finden, weil diese armen Busse dann spätestens ab der zweiten Hälfte der 50er Jahre nicht mehr zum Transport von Personen dienten, sondern meistens als billige Lastentransporter auf der Baustelle oder für Schweinehälften. Und dann flog die Sitzbank raus und meistens auf den Müll. Dementsprechend teuer und selten sind die heute. Und jetzt haben wir eine gefunden, die geht dann direkt nach England zu Mark Spicer. Wir wollen ja nächstes Jahr auf eigener Achse nach Hessisch-Oldendorf fahren. Mit dem Sommerbus dann brauchen wir natürlich auch ein paar Sitze. Müssen wir noch was steuern? Das muss noch rein, ja. 10 Zentimeter. Gut. Ja. So, passt. Und mit Warnung kommen? Noch nicht, Noch aber in 2 Jahren komme ich hier Ja. und nächstes Jahr nach Hessisch-Oldendorf. Ja. Da kommt Ja, er ja. auch schon auf eigene Achse. Hast du sonst etwas Neues für den Samba? Ja, das Ja. ist letzte Woche drangekommen. Ah, ja, okay. Das ist Nieuwstock Ja. für die Klapptür. Ja. Das habe ich noch eine. Das ist Subaru, Ja. sicher. Okay. Das ist Original, das ist Nachbau. Und ich habe auch, ich bin nicht nach USA gegangen für einzukaufen, weil das Ja, ist keiner auch, von uns. Nein, wegen Covid. Du kannst auch noch die Ja, nehmen. unbedingt. Danke, Florian. Okay. Du liegst hier auch noch. Sehr gut. Ja, ich weiß nicht, welche Zeile Sie noch suchen, weil... Alles Interior. Okay. Der Teilemarkt ist nun abgegrast und jetzt können wir zum entspannten Teil des Tages übergehen. Im nächsten Teil geht es dann darum, wie wir in der Showhalle uns ein paar Autos angucken.